Okay, willkommen zurück zu Fallout 4. Heute ist der große Tag der Entscheidung, oder zumindest mal eine Entscheidung. Ich habe mich in der kurzen Pause entschieden und werde mit dem Institut erstmal gehen. Ich habe mir überlegt, eventuell könnte man auch noch später, ich habe ja extra das Safegame angelegt an der Stelle, eventuell könnte man später ja überlegen, wie wäre die Geschichte anders ausgegangen und so weiter, wenn man sich für was anderes entschieden hätte. Zum Beispiel würde mich interessieren, was passiert, wenn man quasi alle 3 Fraktionen zu Bunker Hill schickt. Das heißt, wenn man die Railroad warnt und die Brotherhood, so wie wir es in der letzten Folge gemacht haben, einfach um zu sehen, was passiert. Dann könnte man es quasi so die unter sich austragen lassen oder sowas in der Art, aber letztendlich macht es keinen Unterschied. Also ob ich jetzt den Abzug drücke oder jemand anderes macht, das spielt eigentlich keine große Rolle. So. Besuch. Whoa, whoa. You hear that? Die Railroad möchte, dass ich die Corsa umbringe, also die Instituts sind. Die Brotherhood möchte, dass ich alle umbringe. Es ist total egal. Also ich werde jetzt einfach mal schauen, was da gleich passiert. Und andere Wege können wir später immer noch machen. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie lang die Storyline noch geht. Also ich habe so das Gefühl, es könnte sich jetzt langsam zuspitzen und zu einem Ende kommen, aber es könnte natürlich sich auch noch 3 Stunden lang ziehen, so wie in Fallout New Vegas. Das, ja, und 3 Stunden wäre ja sogar noch relativ wenig. So, da vorne ist Bunker Hill. Hier ist unser Freund. Ah. So, what's our situation? I assume you've been briefed? Our targets are inside, 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? The mission's parameters just changed. We're going shooting. Requesting backup relay now. Okay, warum hat er sich geändert? Was ist jetzt anders und warum ist die Brotherhood hier? Woher wissen die davon? Ich habe extra den richtigen Spielstand geladen. Glaube ich. Ja, ich denke schon. Sehr merkwürdig. Okay. Was? Requires Key. Auf der anderen Seite war doch noch ein Eingang. Was sind's, Leute? Einer greift uns an, das ist gut. Okay. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum das da jetzt so abgeht gerade. Was die Brotherhood hier macht und weiß ich nicht. Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Ich werde hier Kollateralschaden gleich. Heilige Scheiße. Das ist doch nicht mehr schön. Was? Aua, warum sind jetzt 2 Leute auf mich sauer? Was? Also einer und das Geschütz.
Hallo Freunde. I'm beginning to enjoy this. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F633, initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. All right, Synth. Please. Z322, initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. Think they've run off? You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257, initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. No sudden moves. Please, no. Y915, initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. That's all of them. Objective complete. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. I will relay the synths back to the Institute. Report to Father upon your return, and good work. Au. Das hat in den Ohren wehgetan. Ja, das ist eine merkwürdige Mission. Also wir hätten sie jetzt auch freilassen können oder nur ein paar davon oder ich weiß nicht. Das Schießen hat aufgehört. Wahrscheinlich hat sich alles wegteleportiert. Aber wir müssen ja jetzt direkt zum Institut, richtig? Gut. Ah ja, alles klar. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich auf den Sack bekommen. Nö. Wir kommen hier nur nicht durch. Hold up. Was da? You hear that? Was hat dieses Geschütz für ein Problem? Keine Ahnung, was mit diesem Geschütz kaputt ist. Okay, wir haben auf jeden Fall niemanden getötet. Das ist ganz toll. Wir können unsere Hand in Unschuld waschen. Also eine, die andere nicht. Die andere ist schuldig. Tja. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Unterschied, wem man Bescheid sagt. Es kommt, glaube ich, so oder so zum Kampf zwischen den drei Fraktionen. So hat es zumindest gerade für mich ausgesehen. Ja. Die einzige Entscheidung, die wir tatsächlich hätten treffen können, eben wäre, die Synths gehen lassen. Oder teilweise gehen lassen. Wir hätten auch noch mit ihnen reden können, aber ganz ehrlich. Oder wir hätten Gewalt anwenden können, was komplett unnötig ist, wenn man sie resetten kann. Nur, der Witz an der Geschichte ist halt, das Institut will sie zurückhaben. Also haben wir sie resettet. Oder wir hätten sie auch ausschalten können. Wäre egal gewesen. Die Railroad möchte sie ja eigentlich umprogrammieren lassen, um ihnen ein neues Leben zu ermöglichen. Au. Lass mich. Sind Chesspeaks. Ja, also sie möchten ihnen ein neues Leben ermöglichen. Ich hätte sie jetzt freilassen können, dann wären sie einfach geflohen. Dann wären sie aber auch niemals umprogrammiert worden. Also... Ja, das... Ich finde die Mission gerade ein bisschen merkwürdig. Ganz ehrlich. Es ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Na gut. Reden wir mal mit unserem Sohn. Ich bin mal gespannt, was sich da noch entwickelt. Das ist so ein bisschen... Alle möchten das Institut ausschalten, das Institut möchte nichts mit all dem zu tun haben und... Ja, ich weiß nicht. Nice work bringing that rogue synth back. Wieso gibt es keinen Mittelweg? Das macht mich traurig. Ach, in the Ruins? Bin ich hier falsch? Ich glaube, ich bin hier falsch. Na sowas. Er ist tatsächlich in die Oberwelt gekommen, da wo die normalen Leute wohnen. Sehr nett von ihm.
Ich überlege die ganze Zeit, gibt es noch irgendwas anderes, was man hätte tun können? Mir fällt nichts ein. So wirklich. Boah, ist echt schwierig. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Also die Frage ist natürlich, was die unterschiedlichen Optionen dann letztendlich gebracht hätten. Oder ob sie überhaupt irgendwas verändern. Könnte auch sein, dass egal was man macht, der Ausgang gleich ist. What? Who's there? Oh. What's that? Hostile sensor reading of the incendiary fuel contact detected. Possibly. Gonna splatter your brain! Sollen sie mal machen. Ich gehe mal hier rein. Waren wir in dem Gebäude nicht schon mal drin? Mir war so, als wären wir da schon drin gewesen. Kann mich nämlich nicht erinnern, dass wir diese Tür hier gefunden hätten. Merkwürdig. Naja, bei Gelegenheit müssen wir uns vielleicht nochmal umschauen. Ich merke schon, die heutige Folge besteht wieder aus sehr, sehr vielen Ladescreens. Ja, also ist okay. Genieße die Aussicht. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Ja, genau. Why refreeze me? As a failsafe, of course. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Toll. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Ich wusste ja nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist. That's all this is to you? All I am to you?
Just another experiment? No, that's not all. But still, I'm glad it turned out the way it did. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. Ich nicht. What do you mean, the synths will be repurposed? Modifications will be made to correct the defects in their programming, and they'll be assigned to new duties within the Institute. Not the first or last time it will happen. The railroad remains an annoyance, of course, but they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Okay, jetzt dürfen wir wohl mit dem Aufsichtsrat reden, oder was? Ja. Das ist ja ganz toll. Achso, wir können uns einfach teleportieren, beziehungsweise wir müssen uns ja teleportieren, um dahin zu kommen. Das heißt, wir sind jetzt noch tiefer ins Institut vorgedrungen und können vielleicht von da irgendwie den weiteren Weg des Instituts bestimmen. Ich fange schon wieder an, ja. Ich habe schon wieder Hoffnung, dass wir irgendwas verändern können. Das wird nicht so sein, aber man darf doch wohl noch träumen. Ich wünschte mir echt, wir könnten hier irgendetwas tun. Ich lege mal noch ein Safe Game an. Oh Gott. Ich meine, theoretisch, wenn ich hier das Sagen hätte, würde ich sagen, okay, die Synths, die diese Art Fehlprogrammierung haben und quasi sich ihr eigenes Leben wünschen und so weiter, dürfen gehen. Unter gewissen Voraussetzungen und die anderen folgen weiter ihrer Bestimmung. Wäre doch ein Versuch wert, aber es geht halt entweder nur freilassen, umprogrammieren und darauf hoffen, dass sie nicht kriminell werden, oder ja, sie wieder zurückschaffen, neu programmieren, solange bis sie spuren. Remember to conserve power at every opportunity. Ja, das mache ich immer. Ich sitze hier auch immer im Dunkeln. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Was ich? What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases.
Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Can you tell me more about this reactor? Certainly. It was originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the war, but was only for testing. Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. What? Please, Can't be serious. everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. Was war mit der Kamera gerade? There must be something we can do to help you. The only thing that matters now is continuing the Institute's work. It will be all right. I assure you, we can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. X688 sounded very impressed with your work at Libertalia. He doesn't give praise lightly. Well done. Ach ja, das hat sich eben noch anders angehört. Los, verzieh dich. Ich möchte ein privates Gespräch führen. Los! Dr. Carlin's doing some amazing things with our genetically engineered crops. Ja, los, weg! Clayton. I'm glad you're here. I'd like to conduct an experiment, but I need some assistance with it. I believe we can improve the growth rates of our crops by using mutated cells, such as those found in supermutants. Schlechte To Idee. test this theory, I'll need a tissue sample from a particularly strong supermutant. I expect I'll eventually need several such samples, but let's just start with one. How do I obtain this tissue sample exactly? Well, I suppose you'll just cut off some of its flesh, store it however you like, and then bring it to me. Probably best if you kill it first. Naja, wir werden schon dem You einen need oder a anderen tissue sample begegnen. from a strong supermutant. Got it. That's right. Now remember, only a particularly hardy supermutant will fit the bill for this experiment. I don't need it right away, but if you do come across such a specimen, I'd be grateful if you could bring back a sample. Sollte nicht so schwer werden. Okay. Our advances will, in time, change the world. I had no idea. I know this is
Well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. I don't know if I'm right for this. Well, I clearly have faith in you. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. Das war's. Er sagt uns nicht mal, warum, an was er stirbt. Hallo? I have every confidence you'll make a fine director. Ach ja, warum hat es dann eben niemand gesagt? Sean. I dislike resorting to the use of Commonwealth technology, but the advantage it will provide in this case cannot be overlooked. Toll. Okay. I apologize for any disruptions that my work might cause you. Okay, dann schauen wir uns doch mal an. Ach, immer noch nicht weit genug unten. So lange, bis es nicht mehr runtergeht. Treppen sind nicht so schwer zu verstehen. Okay. Vielleicht können wir ja doch was bewirken, wenn wir der neue Anführer werden. Dann müssen wir nur so lange durchhalten. Können wir dafür sorgen, dass das Institut nicht die Railroad zerstört, bei den Sins einen anderen Verwaltungskurs fahren. Ich habe große Pläne mit diesem Ding hier. Institut, Gedöns. Allie. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. What's a beryllium agitator? The details would be lost on you. No offense. The point is, it'll allow us to boost the reactor's power and get it running sooner than planned. You just keep me safe. I'll worry about the agitator. Is that really necessary? I'm sure I can handle this by myself. Yes, it really is. Not only is this tech sensitive, it's old. Ich auch. Look, I'll take care of it. You just make sure I come back in one piece. Ich bin auch alt. You're going? That complicates things. Not really, no. I admit I'm not fond of going up top, but I promise to stay out of your way. This device we're after? It's very sensitive equipment, and it's pretty damn old. It's not that I don't trust you. It's just that I trust myself more. So, are you going to put up a stink, or can we get moving? Na schön. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Nein, die Brotherhood kann mir nicht gestohlen bleiben. Wir müssen nach unten. Es geht einfacher. Au. Achso. Tja, okay. For what it's worth, I think you're a fine choice to take Father's place. Toll, dass ihr mir das alles sagt. Was sagt das den anderen? Es ist nicht zu fassen. Was soll das denn?
Flix doch eins. Ich glaube, ich war zu voreilig. Wahrscheinlich ist es aber auch eigentlich total egal. Naja, jetzt sagst du mich so nach oben, okay. Wahrscheinlich könnten wir auch von hier direkt gehen. Das würde wahrscheinlich keine Rolle spielen, keine große. Ah gut, okay, ja. Ich habe noch Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung, dass wir irgendetwas tun dürfen. Was? Wait. Ernsthaft? Ich kann solche Entscheidungen ehrlich gesagt nicht leiden. Okay, sie wissen, warum auch immer, dass wir im Institut waren, weil sie Spione haben und keine Ahnung was. Alter, das geht mir voll auf die Nüsse mit den Entscheidungen. Okay, gut, aber es ist leider so, es ist Fallout. Wir werden der Brotherhood nichts sagen. Die will ja eh nur, dass wir alle umbringen. Wir werden nicht alle umbringen. Ich meine, okay, unser Sohn stirbt auch von alleine gerade, aber wir haben die Möglichkeit, hier was zu verändern. Wenn die Brotherhood meint, sie müsste hier einen auf dicke Hose machen und Herrscher der Welt spielen, dann ist es ihr Problem, nicht unseres. Punkt. Und mit diesen wahnsinnig starken Worten werde ich für heute wieder die Folge beenden. Ihr wisst ja, Folgen sind momentan ein bisschen kürzer, bis auf die letzte, deswegen war auch ein Tag dazwischen nichts. Und wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge mit der nächsten Entscheidung, aber diesmal fällt sie nicht schwer. Bis dann.